Einen schönen guten Morgen von Koh Samui aus. Ja, heute haben wir den 2. Oktober, Montag. Es ist wieder so weit. Nachrichten, Wetterbericht und was in meinem Kanal so geschehen ist und was geplant ist. Ja, fangen wir zuerst mit dem Wetter an. Hier auf Koh Samui die letzte Woche ist nicht so schlimm gewesen wie im Wetterbericht. Ich glaube, wir hatten nur zweimal Regen gehabt in der Zeit. Ansonsten war schönes Wetter die letzten Tage. Ihr seht es ja auch im Hintergrund, da ist kein Greenscreen. Das ist Realität. Wir haben wieder schönes Wetter. Gestern waren wir auch in Lamai am Black Pearl. Haben wir mal ein bisschen relaxed. Sonntag versuchen wir das immer mal durchzuziehen. Dann nehme ich auch keine Kamera mit. War sehr schön, muss ich sagen. Von den Temperaturen liegen wir morgens so auf 28 Grad und das geht dann so hoch bis auf 31, 32 Grad über den Tag. So, gucken wir mal, was diese Woche so angesagt ist in der Wetterkarte. Ja, hier sieht man Samui, Koh Phangan, da waren wir ja letzte Woche, und hier Phuket und hier irgendwo muss dann Krabi sein. Und dann starten wir das Ganze mal im 3-Stunden-Rhythmus und man sieht von links, also vom Westen her, kommen immer die Regenwolken. Hier marschieren sie unterhalb von Koh Samui. Dann kommt aber mal am Dienstag, ist es eine richtig kräftige Regenwolke. Ich habe ja schon mehrfach erklärt, wie das so ein bisschen aufgebaut ist. Ich bin kein Meteorologe, aber ein bisschen weiß ich ja. Also im Meer kommen ja die Wellen relativ tief an, sind dann voll getankt auch mit Wasser und dann müssen sie natürlich über die Bergkette drüber hinweg und dann regnet es ab. Im Westen Phuket und Krabi, und dann bekommen wir nur noch die Ausläufer mit eigentlich. Ansonsten ganz normal, ist noch keine Regensaison, das fängt erst Ende November an, sagt man hier auch, dann ist es mal stärker. So, jetzt schauen wir uns das mal hier in Thailand an. Hier unten haben wir Koh Samui, Bangkok und Phuket. Und dann starten wir das Ganze und es kommt alles von Westen rüber, über den Indischen Ozean. Und staut sich dann an der Landzunge runter und steigt dann hoch und regnet dann ab. Und man sieht auch Rayong-Gegend und Koh Chang werden ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Da regnet es ganz kräftig, weil ja auch die Wolken über dem Meer wieder Wasser auftanken und regnen dann ab in Koh Chang. Da sind ja die Berge, glaube ich, über 700 Meter so Jahr hoch. Ja, also alles sehr kräftig durchwachsen, aber man sieht immer Lücken noch dazwischen, dass die Sonne noch durchkommt, und angenehme Temperaturen haben wir hier unten. Im Inland regnet es natürlich auch. Die haben im Moment sehr starke Probleme. Einige Provinzen haben sie ja den Notstand ausgerufen, aber da kommen wir gleich auch in Bangkok und Umgebung. Ja. Ja, da kommen wir jetzt nach Bangkok. Was ich hier so im Internet erfahre, sind denn also, da gibt es ein Festival für Streetfood. Da wird da vorgestellt ab dem 1. Oktober. Und dann sind natürlich die massiven Regenfälle, die in Bangkok und ringsherum in der Umgebung, die runtergekommen sind. Da steht einiges unter Wasser. Das kennen wir ja von Bangkok. Die haben also ein Riesenproblem. Man sagt ja auch Richtung Meer, das ganze Land, das senkt sich auch ab. Und daher kommt es auch vermehrt zu diesen großen Überschwemmungen in Bangkok. Dann kommen wir nach Pattaya. Da steht an, die haben wohl ein Problem, da ein Stadion fertig zu kriegen. Und da hat jetzt der Bürgermeister eine Spezialfirma, einen Bauunternehmer in Auftrag genommen. Und der hat dem zugesichert, dass das Fußballstadion in 820 Tagen, nicht 821, in 820 Tagen fertig sein soll. Dann lassen wir uns da mal überraschen, ob die das auch hinkriegen. Leider haben wir da auch eine schlechte Nachricht. Da hat ein Speedboot an Koh Larn 2
russische Touristen getötet, die zu nahe oder beziehungsweise in eine Zone reingefahren sind, wo es nicht erlaubt war. Das ist natürlich sehr schlimm. Da muss ich sagen, das habe ich hier auch schon erlebt. Hier unten kommen ja immer die Speedboats vorbei, die nach den Marine Park fahren. Und manchmal kommen die also so nahe hier vorne, der ist aber nicht abgesperrt, in den Küstenbereich so nahe, die können gar nicht sehen, wenn da einer im Wasser ist. Ja, und da ist es eben halt dazu gekommen, dass die zwei praktisch überfahren worden sind. Beide Tote sind jetzt geborgen worden. Ganz, ganz schlimm. Also kann ich nur immer raten, Vorsicht vor den Speedbooten, aber auch vor den Jetskis, die manchmal so über dem Meer hier rumturnen. Das habe ich also auch schon öfters gesehen. Die möchten dann gerne am Ufer rumfahren und sehen dann haben nicht den Überblick, ob da jemand im Wasser ist oder der gerade mal abgetaucht ist, und sie können den nicht sehen. Also immer Vorsicht, wenn der rausgeht ins Meer. Hier zu Samui. Zu Samui habe ich im Moment nichts. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wir hatten ja ein großes Event gehabt. Das wurde von dem Mario, der Besitzer von der Akbar, organisiert. Da sind, ich glaube, 50 oder 51 Supercars, Lamborghini, Porsche und wer weiß was. Also dieses Jahr haben wir viele kleine Fliegen hier, die nach hier gekommen sind mit der Fähre. Also der Captain, der die Fähre gefahren hat, der hatte bestimmt einen Pulsschlag bis hier oben. Da waren Millionenbeträge, die da auf seiner Fähre waren. Ich habe gehört, das war ein sehr schönes Event. Die sind hier ein paar Mal auch um die Insel rumgefahren. Ich hatte leider keine Zeit, dahin zu gehen. Ich hatte einen Todesfall hier in meinem Bekanntenkreis, wo ich dann auch zur Einäscherung gewesen bin. Und daher hat die auch diesbezüglich keine Filmaufnahmen machen können. Ja, zu Phi Phi Island kann ich sagen, Phi Phi Island und andere Nationalparks sind jetzt mittlerweile auch wieder geöffnet. Ich sah jetzt schon ein paar Videos in Facebook, Hunderte, also Dutzende von Speedboats landen da an. Also da geht es jetzt richtig zur Sache. Die Urlauber standen Schlange und jetzt werden die natürlich hundertweise da transportiert. Da braucht man also nicht zu denken, dass man da alleine ist. In dem Fall war das Phi Phi Island. Viel Spaß. In Thailand gibt es auch einen Mindestlohn für die Bevölkerung. Das ist 400 Baht am Tag. Ja, das ist für mich auch interessant zu wissen. Also mein Gärtner, der schon mal kommt, im Moment muss ich das jetzt ja selber schneiden, weil er zu viel zu tun hat. Der bekommt normalerweise 500 Baht von mir und dann hat er so 2,5, 3 Stunden zu arbeiten, ist also ein guter Stundenlohn. Aber das ist der Stundenlohn, den man sich hier in Thailand fragt, wenn ein Farang der Auftraggeber ist. Also das kann man mal im Hinterkopf halten. Tageslohn ist 400 Baht am Tag. Derjenige, der hier in Thailand schon mal gewesen ist, hat bestimmt schon mal gesehen, dass die Thailänder gerne spielen, zocken. Lotterie ist überall, sieht man die Lotteriekästen bzw. die Frauen, die Lotteriescheine verkaufen, die kaufen die ja vom Staat auf, sage ich mal für 50 Baht und können die dann für 70 Baht verkaufen. Damit, es gibt auch welche, die verkaufen die noch viel teurer, was aber verboten ist. Manchmal gehen dann auch Kontrolleure durch und gucken, ob die jetzt 100 oder 120 Baht fragen. Da gibt es also einen Maximalbetrag. Da will man jetzt auch die Spielcasino legalisieren, Glücksspiel. Also da will also der Staat gerne an den Umsatz beteiligt sein, sprich Steuern. Da wird sich also jetzt auch einiges tun, dass Spielcasinos gebaut werden und dann verdient der Staat einiges und die Bevölkerung kann mehr Geld ausgeben und den Traum hegen, mal Millionär zu sein. Ich meine, da bleibt es auch bei den meisten, dass man träumt. Übrigens, das ist überall in den armen Ländern sieht man das, dass Lotteriespiele sehr populär sind, weil jeder träumt,
mal aus seinem Elend, sage ich mal, rauszukommen, um mal Millionär zu sein, um mal ein schönes Leben zu haben. Ja, wer davon träumt, kann weiter träumen. Chiang Mai, ja, also muss demnächst mal einen Föhn hier hinstellen, damit die ein Flugverbot bekommen, dass da ein starker Wind ist. In Chiang Mai, die klagen also auch über starke Regenfälle, wie die ganzen inländischen Provinzen. Jetzt hat man aber auch noch ein Programm wieder aufgerufen, wo man Regen erzeugen möchte. Man hat also hier in Thailand eine Flugstaffel, die über die Wolken fliegen, um die Wolken abregnen zu lassen. Das ist, glaube ich, Aluminium und sowas ist da drin, also eine Chemikalie, um in bestimmten Bereichen da Regen zu produzieren. Aber im Moment haben wir eigentlich da oben genug. Ich gehe davon aus, dass Ende November, Dezember es auch bei uns runterkommt, die Regenzeit. Und dann packen wir ja hier am 27. packen wir ja hier die Koffer und dann fahren wir ja mit der Fähre hoch nach Rayong und gehen also hier dem Regenbereich aus dem Weg. So, das waren die News und jetzt muss ich mich erstmal um die Fliegen kümmern. Jetzt zu meinem Kanal. Entschuldigung für letztes Mal, da war das Mikrofon leider nicht richtig eingestellt gewesen. Ich hatte gedacht, das würde ohne Probleme auch so übertragen in einer Lautstärke, aber da sind ein paar, haben sich da gemeldet und waren ein bisschen böse. Das ist kein professioneller Kanal hier. Ich versuche es professionell rüberzukommen, aber manchmal versagt auch die Technik, dann versagt die Kamera. Vorgestern hatten wir zum Beispiel hier Filmaufnahmen vom Kochen gehabt. Da hat sich eine Kamera zwischendurch verabschiedet, weil er zu heiß für der geworden ist. Also man kämpft ein bisschen mit der Technik. In dem Fall war ich es selber schuld. Ich bin also an den Tonregler gekommen und dann war das also das Signal, was reinkommt, ist also verschwächt aufgenommen worden. Also diesmal habe ich darauf geachtet und habe es auch mit dem Klebeband abgesichert. Ja, ich sagte da eben, ein Todesfall war hier in meinem Bekanntenkreis bei Oma. Da war ich zur Einäscherung gewesen oder beziehungsweise bin ein bisschen zu spät gekommen. Und da ist mir dann auch hochgekommen, dass ich also dazu noch mal ein Video machen möchte, wie das so ein bisschen abläuft und was man vor allen Dingen vorher machen muss, papiermäßig. Die Frau, die Freundin von ihm, das war also ein Engländer, die steht jetzt auch da und weiß gar nicht, was jetzt die Wertgegenstände, die da sind, Auto, Roller und Haus, was jetzt damit geschieht. Da werde ich also mit der Wienand als Beispiel das jetzt mal machen, dass wir mal die Papiere vorbereiten, wenn ich also versterbe, dass sie praktisch an dem Tag oder nächsten Tag zum Straßenverkehrsamt gehen kann und übernimmt das Auto. Und damit kann sie es auch verkaufen und den Geldwert, der daraus entsteht, dementsprechend nach meinem Testament verwalten. So, das wird also in Zukunft kommen. Ja, bei den letzten Nachrichten, da waren ja auch ein paar mit den Steuern, die jetzt in Thailand kommen, die waren außer sich. Thailand ist so unattraktiv geworden. Also Leute, ich bezahle jetzt, seitdem ich mich abgemeldet habe in Deutschland, keine Steuern. Die wollten mich auch hier beim Finanzamt nicht, weil ich eine viel zu kleine Rente habe für die. Und jetzt kommen die auf die Idee, vielleicht gewisse Personen mit Einkünften, sage ich Einkünfte, ich sage jetzt nicht die Renten, zu versteuern. Hallo, in Deutschland, da gibt es die meisten Steuern, die höchsten Steuern. Demnächst gibt es wahrscheinlich auch noch Strafsteuer, wenn man Fleisch isst. Oder das Letzte, was ich gehört habe, das war sowas von schizophren und sowas bringt man dann in die Nachrichten. Alle Männer, die Fleisch essen, die dürfen sich nicht mehr fortpflanzen. Denk mal darüber nach. Ich habe hier meine Ruhe in Thailand. Die 90-Tage-Meldungen, die kann ich jetzt mittlerweile auch über Internet machen. Ich brauche also nicht mehr zur Immigration, um mich da anzustellen. Ich muss also nur einmal im Jahr dahin. Ich habe alle Dinge dabei, um meine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und das war's. So. Also
Man muss auch mal von der anderen Seite gucken. Da habt ihr viel, viel mehr Probleme in Deutschland. Ich kann ja gar nicht mehr vernünftiges Internet mir angucken, was ich da sehe, was in Deutschland los ist. Am besten wäre, wenn in Deutschland Neuwahlen kämen. So, jetzt aber weiter zu meinem Kanal. Ich habe ja jetzt seit gut einer Woche angefangen, morgens den Livestream zu machen. Das ist also für Personen, die morgens beim Kaffee trinken gerne Samui sehen möchten, was hier so ringsherum ist. Auch hören, was ich so aktuell vorhabe. Das bringe ich also jetzt am Anfang auch, das ist also auch der Ton. Den habe ich jetzt langsam unter Kontrolle, auch rüberkommt. Aber das sind immer 10, immer Daumen nach unten. Also die 10, da wird sich nichts dran ändern, das wird jetzt so bleiben. Ihr braucht das nicht einzuschalten, hier gibt es keinen Zwang, hier gibt es auch kein GSZ, wo ihr was bezahlen müsst, ist alles frei. Also schaltet dann diese Sendung nicht ein. Es gibt ja auch noch andere Informationsvideos von mir. Ansonsten werde ich das also weiter so machen. Oben habe ich also auch wieder den Futternapf aufgefüllt. Da muss ich leider noch immer hochklettern. Da kamen also auch schon die Ideen. Ne, Ideen nicht. Ja, mach doch mal automatisch. Ja, dann macht mal automatisch. Bringt mal Ideen rein, wie ich von hier unten nach da oben das Futter bringen kann, ohne jetzt über den Dach zu kraxeln, was also für mich also im Moment also auch noch kein Problem darstellt. Ich habe da auch keine Angst vor. Ich habe da unter Kontrolle und außerdem habe ich da noch ein Seil, wo ich mich so dran festhalten kann. Ja, also das wird weiterhin sein. Jeden Morgen zum Kaffee trinken mal den Rundumblick hier von Koh Samui, Menam. Koh Phangan, ja, da waren wir ja vor ein paar Tagen gewesen, da waren wir 3 Nächte waren wir da gewesen. Ich habe die Filme alle fertig jetzt, da sind 9 Filme raus entstanden. Das sind visuelle Informationsvideos für diejenigen, die gerne nach Koh Phangan gehen möchten, um da Urlaub zu machen, um zu sehen, wie die Strände da aussehen. Ich habe also mit Vinat versucht, die meisten populären Strände zu besuchen. Das werdet ihr jetzt in den nächsten Tagen sehen. Chronologisch kommen die alles schön hinterher. Auch meine Geburtstagsfeier, da ist ein kurzes Video drüber gemacht worden. Ansonsten wollte ich mich ja ein bisschen zurücknehmen, auch Urlaub haben. Ihr glaubt ja gar nicht, man muss sich ja auch mental so ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man also von sich in der privaten Umgebung Filme macht, jedenfalls ich. Und ansonsten habe ich aber meine Drohne fliegen lassen und habe die Landschaft da gefilmt für euch und ihr könnt wunderbar sehen, wie es da aussieht. So, das soll es gewesen sein. Die Fliegen haben die Übermacht errungen. Ich will jetzt rein, damit die mir nicht immer in die Nasen löschen. Ich habe die kennengelernt, die kleinen Fliegen, vor gut einem Jahr oben im Isan. Da gibt es richtige Wolken, die da ankommen und die versuchen natürlich überall reinzukommen, in den Ohren, in den Augen. Und da ist auch ein YouTuber, da ist es in den Augen reingekommen, hat anschließend eine Augeninfektion gehabt. Ist also eine sehr unangenehme Sache. Jetzt kommt ein bisschen Wind und dann können sie nicht mehr gegen anfliegen. Dankeschön, dass ihr bis zuletzt geschaut habt. Wir sehen uns am Montag nächste Woche und ansonsten kommt jeden Tag jetzt von mir ein Film und immer bis zu Ende gucken und Daumen nach oben. Tschüss!